Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Und in diesem Video möchte ich euch meine Phalaenopsis mariae vorstellen, die aktuell die erste Blüte geöffnet hat. Schaut euch das mal an. Ist das nicht eine wunderschöne Blüte? Für eine Naturform ist das doch ein richtiges Highlight. Die Phalaenopsis mariae stammt ursprünglich von den Philippinen und von der Insel Borneo. Da kann man sie auch finden. Dort wächst sie bevorzugt in Höhenlagen bis 600 Metern und in schattigen Wäldern als Epiphyt auf Baumstämmen und auf Ästen. Und ihr seht, die Pflanze ist sehr gut bewurzelt, macht 2 Blütentriebe. In den nächsten Tagen wird man also wunderschöne Fotos machen können. Die landen natürlich dann auch auf meiner Webseite. Von der Kultur her ist das ein bisschen schwierig. Man liest im Internet teilweise, dass sie eine kühle Kultur mag, allerdings auf den oder in den Höhenlagen, wo sie eben wächst, mit den bis 600 Metern, ist es durchaus warm bis heiß. Und deswegen würde ich sie wie eine Orchidee, wie man es so kennt, auf der Fensterbank einfach kultivieren. Allerdings nicht allzu hell, denn sie mag doch einen recht schattigen Standort. Wenn ihr sie unter Kunstlicht haltet, ist es natürlich wieder eine andere Thematik. Da wird sie ja nicht von der Sonne verbrannt. Da kann man theoretisch schon richtig schön hell machen. Das ist bei sehr vielen Orchideen so und auch bei sehr vielen Pflanzen im Allgemeinen so, dass Licht an und für sich nicht das größte Problem für die Pflanzen darstellt, sondern eben die Hitze und die Gefahr des Verbrennens durch das Sonnenlicht. Phalaenopsis mariae hat allerdings ein kleines Problem. Das ist für uns als Hobbygärtner an und für sich nicht wirklich so dramatisch. Wenn ihr die Blüte anschaut, dann werden die einen oder anderen, die sich mit Naturformen beschäftigen, natürlich sagen, hey, die ähnelt aber sehr der Phalaenopsis bassiani. Und das ist eigentlich schon das Problem. Diese Orchidee oder diese Orchideenarten, Phalaenopsis mariae und bastiani, werden sehr gerne vermischt, hybridisiert, und da entstehen zwar auch wunderschöne Pflanzen mit sehr ähnlichen Blüten wie hier, aber es ist dann eben keine reine Phalaenopsis mariae, und das ist eigentlich schon das Problem für die Pflanze, denn aufgrund von Naturentnahmen, die immer wieder stattfinden, versuchen die Orchideenliebhaber, nennen wir sie mal, dafür zu sorgen, dass es eben eine reine Mariae-Form gibt. Und das ist an und für sich eine Sache, die nicht so toll ist, weil dadurch eben die Exemplare an den Naturstandorten in den Philippinen und auf Borneo nach und nach verschwinden. Und ja, das ist schon eigentlich die ganze Dramatik. Denn wenn man sich überlegt, wie Orchideen heutzutage vermehrt werden, nämlich über Zellkulturen, ist es doch an und für sich gar kein Problem, dass man, vorausgesetzt man hat eine reine Form, die einfach per Zellkultur vermehrt und dann für den Orchideenliebhaber freigibt. Und dann hat jeder praktisch ein und dieselbe Pflanze, die eben einmal, im Extremfall einmal aus der Natur entnommen worden ist, um sie dann entsprechend auf der Fensterbank zu kultivieren. Und bei so Zellkultur, da müsste man nicht einmal die ganze Pflanze entnehmen, sondern würde einfach, sage ich mal, der Blütentrieb ausreichen. Da sind genug Zellen drin, weil hier kennt ihr ja die ruhenden Knospen, habe ich euch ja schon mal erklärt. Und dann könnte die Pflanze sogar am Naturstandort bleiben und man hätte minimalst den Schaden verursacht, wenn man überhaupt einen Schaden verursacht hätte. So, das war die Phalaenopsis mariae, die euch hier ins Bild hineinwinkt. Gerade schön am Blühen oder am Aufblühen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Kanal unbedingt abonnieren, das ist sehr, sehr wichtig. Ohne Abo ist es für YouTuber immer etwas ungünstig. Und die Marie stelle ich wieder zurück, damit sie weiter aufblüht. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.